Herzlich willkommen zum neuen Video. Der Roger und ich, wir sind wieder mal unterwegs und zwar bei schönem Wetter auf der deutschen Autobahn. Und nein, wir kaufen einmal nicht wieder einen neuen Hobel. Wir gehen einfach zum Oli. Der startet heute seine Reise, ich sage jetzt mal Weltreise, weil der wird ja sehr, sehr weit gehen. Heute ist der 15. April. Es ist also noch ein bisschen kühl, aber schaut mal das Top-Wetter. Wir sind kurz vor Aachen. Der Oli wohnt dort, erwartet uns sehnlichst und er hat uns versprochen, er hat noch eine Horde weitere verrückte Töffli-Heinis dort. Wir sind gespannt auf das und jetzt geht's los. Wo ist er denn? Wow, wie komme ich denn da hier? Gebung! Ja moin! Komm du mal her. Wieder der geile Pulli. Ali? Alles klar? Krass, ja, voll. Geil. Die Schweizer. So ein bisschen in Vorbereitung oder sind auch noch nicht alle da? Aber dein Hobel ist parat. Ja, ich bin gerade eine Proberunde gefahren, der fährt sich ein bisschen schwammig, aber völlig überladen. Der hat sich so über die Waldhauskäste gefreut. Geil, ey, das ist alles möglich. Hey. Hi. Hallo. Hi. Grüezi Hey. miteinander. Jo. 12 Gang. 12 Gang. Ja krass, und das ist da dein Reich, alles. Ja komm, ich führe euch kurz Alles. vor. Und da gucken wir natürlich immer die neuesten Mofa-Kult-Folgen an. Nein, das ist ja krass. Jetzt sind die aus Lübeck hier runtergekommen. Nein! Wie geil! Lübeck. Das ist ja etwa das oberste durch oben in Deutschland. Wir sind nachher weitergefahren mit mir. Voll geil, ey. Seid ihr nicht mehr ganz dicht. Ey. Das ist hier, wo ich schalte und walte und schweiße und fluche. Top-Boden zum Schweißen. Ach so, guck mal hier, das ist hier altbekannt. Hast du zu Hause stehen? Hinten Yes, an der Wand genau. steht noch mal eine. Der fehlt mir. Kickstarter. Da hinten steht noch eine Torpedo und Toilette hier links. Also wir haben es geschafft, ihr seht, wir sind beim Oli in seinem Paradies. Da stehen ganz, ganz viele spezielle Hübel, vor allem für uns Schweizer spezielle Hübel. Und die fängt der Roger jetzt für euch noch ein bisschen ein. Geil. Keep the same energy. Work on being better when I'm 70. Your drip is just a water spring. You know I drip different, this the 7 seas. I deal with life different, make that limit squeeze. Went off for my style and identity. Better bounce back and get the cheddar cheese. I guess that's why they envy me. On track, now we going way up. W's as easy as a layup. Working late, stay up. Counting all the way up. Counting blessings, yeah, you know we pray up. Wir fahren hier so Önsbach, Mösbach. Dann hier rüber nach Kappel-Rodeck. Und hier vorne am Ortseingang ist eine Tankstelle. Ja. Gut. Top. Speicher voll. Können wir führen? Da, also da hinten tut sich etwas, sie gehen langsam los. Oli ist bereit. Wenn ihr da haben, mache ich euch mal den Verkehr. Weg hier! Affengeil. Wir hinten an. Das ist die offizielle Peugeot 103 Abgabestelle. Wir machen hier Verwertung. Da kommt gerade der nächste. Zündung im Eimer. Ja. Klassiker. Der erste Peugeot 103 der ist leider schon mal abgelegen. Den haben wir mal ein Stückchen mitnehmen. Ist dann aber wieder gelaufen. Jetzt nochmal abgelegen, vor so 3 Kilometern. Jetzt sind wir hier vor dem Tunnel. Das war ein bisschen kritisch und der nächste Peugeot 103 ist abgelegen. Oli, dein Lauf wieder, gell? Ich sag's immer wieder. Zumachen, schütteln. Wenigstens haben wir Glück, dass wir nicht können mit dem Töffli kommen, sondern mit dem Büssli, weil ja, ich fahre nachher direkt heim. So, ich habe 2 neue Peugeot. Geil.
verstoßen. Ein paar Minuten später wir sind am steilsten Hang, wo ich je gesehen habe. Ah, jetzt läuft es auf. Crazy. Das heiß. Scheiß Athena-Zylinder! Am Oli-Sine hat es geschafft. Wo ist denn hier der Michael hier? Komm, sag mal. So, wir haben es geschafft. Erste Etappe. Oli fährt zuvorderst rein und die ganze Bande rein. Das ist der wilde Mo-Verbande. Und ich gehöre auch dazu. Affengeil, wir haben es geschafft. Zum wilden Michel heisst der Campingplatz da. Oli sind Keimtipp. Ich glaube, da kann es auch wild zu und her gehen. Oli, erster Tag von deiner Weltreise. Wir nennen es Weltreise, weil es geht fast rundum, schon so ziemlich. Ja. Es war ein anstrengender Start. Nehme ich jetzt mal an mit so vielen Leuten. Grundsätzlich kann es ja, ich will nicht sagen, es kann nur noch besser werden, aber kann nur noch über die Panne haben. Ja, ich habe mir natürlich die übelste Strecke rausgesucht. Es ist Einige echt haben brutal kämpfen müssen. Ich glaube, bis 16% hatten wir heute. Wir haben doppelt so viel Strecke schon in halber Zeit gefahren. Jetzt können wir da ja echt gemütlich den Abend noch ausklingen lassen. Warum bist du schon in Frauenfeld? Ich bin alleine, also wird mich nichts mehr aufhalten. Gut, jetzt also. Ja, er meint euch alle. Er meint euch alle. Also morgen oder Montag, je nachdem. Sehen wir uns nochmal. Unbedingt jetzt schon mal an der Motorized Idiots. Instagram, YouTube eigentlich auch, oder? YouTube und ja. Instagram unbedingt abonnieren. Der Roger tut euch den Link unten rein, beziehungsweise, wie sagt man dem? Dein Account. Mega geil, ich habe es genossen. Ich wäre gerne mitgefahren, aber ein anderes Mal wieder. Wir genießen noch den Abend. Ihr seht Oli und mich morgen noch mal oder übermorgen, wie auch immer du fährst. Let's go! Jetzt kann ich meine Dose wieder führen. Geil, Mann. Schön. Schön. Alrighty, der Oli hat es geschafft zu uns. Ganz kurz noch, das wäre unser Ansatz von Reisehobel. Mit, also weißt, mit gefedertem Sitz, Sissi-Bar und hohem Lenker, aber das ist ja dir viel zu bequem. Falls er dann zu weit wird, kann man ja den anschicken. Es sieht schwer aus. Das ist auf jeden Fall. Schauen wir den anschauen. Der ist jetzt aktueller. Wo ist er denn? Da ist er ja. Oli sein Reisehobel sieht hier doch ein bisschen anders aus. Auf jeden Fall windschnittiger. Hier vorne ist so allerlei drin, da sind Ersatzteile drin, da ist so ein bisschen Werkzeug drin, es ist auch eine Ersatzzahnbürste drin. Decke, die ich eher aus optischen Gründen mitnehme, als wenn ich sie brauche und friere, ist okay. Ja, ich habe den Tacho schon auf Meilen umgestellt. Im Moment mache ich gerade so um die 36, 37 Meilen bei Vollgas. Dann habe ich hier meinen Aschenbecher für unterwegs. Der 10-Liter-Tank, damit es mich in Amiland auch wirklich von einer Tankstelle zur anderen bringt. Dieses Riesending, das ist eigentlich eine 3-in-1-Kombination, Zelt, Matratze und Schlafsack in einem. Und das Ding ist genial. Ich habe hier ein bisschen Kleiderschrank, hier sind meine kompletten Regensachen drin. Hier in dieser First Aid Kiste ist mein Badezimmer drin, mein Dusche ist da auch drin. Regenwasser. Und hier ist Büro. Man sieht es nur gerade nicht, da sind meine ganzen Papiere drin. Wie gesagt, der Motor von euch und dann halt der Rennfahrersattel. Das Highlight des ganzen Dings. Der ist schon gefedert. Das gefedert, sieht unglaublich hart aus, aber Schrauben, die rausstehen. Ich habe noch einen Rucksack auf, das sind dann noch Sachen, die man halt mal schnell braucht. Dann habe ich noch einen Tankrucksack, den habe ich noch nicht drauf. Strecke? Jetzt auf jeden Fall erstmal um Bodensee komplett drumherum. Übers Allgäu wieder nach Hause, sodass ich am Freitag wieder zu Hause bin, weil ich muss noch mal ein bisschen umpacken. Ich habe auch ein paar Sachen vergessen. Ich muss die Wohnungsübergabe noch machen. Ich habe meine Wohnung untervermietet. Und dann geht's so Richtung 24. oder 25. April nach Norden. Und in Hamburg geht's dann am 10. oder am 11. Mai. Geht's Moped in eine Kiste, dann mit dem Flieger nach Toronto und ich fliege ein paar Tage hinterher von Berlin aus. Und dann kann der große Kontinent, die neue Welt kommen. Kanada, USA, so weit wie es geht, Mexiko vielleicht. Nicaragua, musst du aufpassen am Strand, wirst den Arsch gebissen. Genau, das ist mal so der ganz grobe Plan. Mich könnt ihr verfolgen bei Under Motorized Idiots. Entweder Instagram oder YouTube unter dem gleichen Namen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch zusammen einmal noch richtig schön zu Mittag essen. Dann verabschieden wir dich noch, lassen dich ziehen. Gut, also in der nächsten Szene, der Oli macht sich vom Acker, macht sich auf seine riesengroße Reise. Wie gesagt, unbedingt viel Liebe da für den Mann. Wenn ihr dem dabei helfen wollt, dann natürlich Abo, Like da lassen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder und macht's gut. Bis dann. Ciao. Ha ha ha.